Vielleicht wunderst du dich ein bisschen über den Titel dieses Videos, Im Auge des Hurrikans. Was hat es mit diesem Bild auf sich? Und wie kannst du dieses Bild in diesen verrückten Zeiten positiv für dich nutzen? Wie kam ich auf dieses Bild des Hurrikan? Ein Hurrikan hat eine verwüstende, zerstörende Wirkung. Und genauso verwüstend und verstörend sind für mich momentan die Unmengen an Informationen, die auf jeden Menschen von uns einprasseln, egal ob aus den Mainstream-Medien oder aus alternativen Kanälen. Wer ist denn schon von uns Otto-Normalverbrauchern, sag ich mal, in der Lage, diese Massen an Informationen für sich selbst auf positive Art und Weise zu verarbeiten? Ich kann mich dem widmen und Zahlen, Daten, Fakten studieren, egal aus welchem Kanal, kann mich damit entweder committen oder kann es ablehnen. Auf jeden Fall wird es mich in irgendeiner Form zerreißen. Das ist die Welt der Zahlen, Daten, Fakten. Ich bin ein spiritueller Mensch, also schaue ich mir selbstverständlich auch spirituelle Kanäle an, insbesondere auf YouTube. Und da gibt es jede Menge für uns, speziell zum Zeitgeschehen und zu den Energien der heutigen Zeit zu sehen und zu hören. Sowohl in Form von Channelings als auch in Form von astrologischen Konstellationen und Voraussagen oder bis hin zu solchen Dingen, dass gechannelt wird die Botschaft von Sternenwesen und extraterrestrischen Wesenheiten. Wer soll da noch den Überblick und den Durchblick behalten? Zerreißt es uns hier nicht? Es zerreißt uns. Es macht uns verrückt. Es macht uns Angst oder wir verfallen in Schockstarre wie das Kaninchen vor der Schlange. Welchen Ausweg gibt es aus dem Ganzen? Natürlich können wir es machen wie Vogel Strauß, der steckt den Kopf in den Sand und sieht nichts mehr von allem drumherum, was ihn ängstigt, was ihn verwirrt, wofür er keine Lösung findet. Es ist gut, im Groben Bescheid zu wissen. Also die absolute Abstinenz von sämtlichen Kanälen, in die Einsiedelei sich begeben, ist wahrscheinlich für die meisten von uns nicht der Weg der Wahl. Was also dann? Und jetzt kommt wieder das Bild des Auges des Hurrikans. Was ist das Auge? Das Auge ist das nahezu windstille Zentrum eines Wirbelsturms, da wo Ruhe herrscht. Wie komme ich aber hinein in diesen Ort, wo diese Ruhe herrscht? Aus meiner Sicht kannst du diese Ruhe nur in dir selbst finden, denn im Außen ist sie schlicht und ergreifend nicht zu finden. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie soll ich die denn in mir finden, wenn pausenlos alles auf mich einprasselt? Nimm es wahr, aber schau in dein Zentrum. In deinem Zentrum, in dir selbst, gibt es diesen Ort der Ruhe, der absoluten Ruhe. Wie kommst du dahin? Am besten und leichtesten, nach meiner Erfahrung und der Erfahrung vieler anderer Menschen, durch Meditation. Meditiere täglich. Frage dich dann nach dem nächsten Schritt. Wie Meditieren geht, verlinke ich noch einmal unterhalb dieses Podcasts in der Box. Da kannst du dir eine entsprechende Anleitung herunterladen. Der wesentliche Punkt ist, finde an jedem Tag ein bisschen etwas von dem, was dich glücklich macht. Ein bisschen von dem, was dich zur Ruhe kommen lässt. Mach dir deutlich, woran merkte ich an meinem Körper,
dass ich in der Ruhe bin. Da gibt es eine ganz einfache Variante. Spanne mal ganz bewusst sämtliche Muskeln in deinem Körper auf einen Schlag an. Gesichtsmuskeln, presse die Zunge gegen die Zähne, balle deine Fäuste, verspanne deine Schultern, kneif die Pobacken zusammen, spanne die Bauchdecke an, spanne die Oberschenkelmuskulatur an. Alle Muskeln, derer du bewusst werden kannst, spanne sie an und dann lass mit einem Schlag los. Was dann passiert, das ist Ruhe. Daran merkst du, dass du in dir ruhst. Diesen Zustand zu erreichen, das schaffst du entweder so oder eben auch mit Meditation. Warum ist es so wichtig, in sich zu ruhen und zur Ruhe zu gelangen? Einfach weil du nur in diesem Zustand Zugang hast zu deiner Intuition, Zugang hast zu deinem höheren Selbst, zu den Botschaften des Universums, die jeder Mensch in der Lage ist zu hören. Und die wirken auf der Herzebene und lassen dich deinem Herzen folgen, statt dich aus dem Außen völlig verrückt machen zu lassen. Komm also ins Auge des Hurrikans und sei inspiriert durch das, was du dann an Botschaften für dich erhältst. Ich hoffe, dieser kleine Podcast hilft dir, mit der aktuellen Situation ein bisschen besser klarzukommen. Freue mich auf deinen Kommentar. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Video oder Podcast. Tschüss.